CachyOS ist eine Rolling Release Linux-Distribution. Das heißt, Updates kommen sehr, sehr häufig und manchmal sogar mehrfach täglich. Wer da nicht schnell genug die Updates einspielt, der sammelt schnell sehr viele an, das können mehrere hundert werden, und muss dann im Zweifel damit rechnen, dass es Probleme gibt und die dann selber erstmal lösen. Damit das nicht passiert, bringt CachyOS ein Update-Applet mit. Das nistet sich im Panel ein und prüft regelmäßig, ob Aktualisierungen vorhanden sind. Wenn ja, bekommt es so eine kleine rote Ecke und informiert beim Start des Systems mit einer Benachrichtigung. Standardmäßig prüft das Applet einmal beim Start und dann jede Stunde. Das kann ich aber natürlich, wie so vieles unter Linux, anpassen. Wer das System mit dem neuesten Image vom März 2026 installiert hat und dabei KDE Plasma oder GNOME ausgewählt hat, der muss nichts tun, weil das Applet standardmäßig aktiv ist. Wer aber einen anderen Desktop, zum Beispiel XFCE, gewählt hat oder mit mir im Herbst umgestiegen ist und quasi ein älteres Installationsimage verwendet hat, der muss den Updater erst anschalten. Dazu öffne ich den Hello-Dialog, wechsle zu Apps Tweaks und setze einen Haken bei Cachy Update aktiviert. Dann werden alle dafür nötigen Pakete installiert und das Applet taucht in der Leiste auf. Wenn Updates vorhanden sind, bekomme ich kurz nach dem Systemstart eine Benachrichtigung und sehe eine kleine rote Ecke am Updater. Da kann ich dann draufklicken und bekomme eine Liste mit den verfügbaren Updates. Dabei prüft das Applet sowohl die offiziellen Paketquellen als auch installierte Flatpaks und Software aus dem AOR. Jetzt klicke ich auf Cachy Update ausführen, dann öffnet sich ein Terminalfenster, das das Skript startet. Falls es Neuigkeiten von der Arch Linux Webseite gibt, zeigt der Installer die direkt im Terminal an. Dann werden zuerst die Pakete aus den offiziellen Repositories erneuert. Anschließend sind Updates aus dem AOR dran, was je nach Anzahl der Pakete eine Weile dauern kann, weil die überwiegend erst frisch kompiliert werden. Und auch die Flatpaks werden mit dem Skript aktualisiert. Natürlich kann man Updates auch mit pacman-syu einspielen, das mache ich sogar ziemlich häufig, aber es ist schon sehr bequem, wenn ein Applet einfach dafür sorgt, dass das regelmäßig passiert. Besonders gut gefällt mir, dass es alle Softwarequellen abdeckt, also sowohl die Repositories als auch die Package-Builds aus dem AOR und die Flatpaks und nach dem Update auch gleich noch anbietet, alle Dienste, die das brauchen, neu zu starten. Das Ding öffnet einfach ein Terminalfenster, es ist nicht viel Unnützes drumherum und es funktioniert einfach. Gefällt mir ziemlich gut. Wie haltet ihr euer Linux-System aktuell? Macht ihr das auf der Kommandozeile oder mit dem Paketmanager? Nutzt ihr so ein Applet? Oder macht ihr vielleicht Flatpaks sogar einzeln auf der Kommandozeile? Wie macht ihr das? Und vor allem, macht ihr das regelmäßig? Das würde mich interessieren. Schreibt es mir doch gern unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gern einen Like da und abonniert den Kanal für weitere Linux-Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!